Moin, Ladies and Gentlemen. Ich darf euch wieder recht herzlich zu einem kleinen Airsoft-Video begrüßen und ihr habt im Titel gelesen, es gibt heute eine Bestenliste. Ja, wer hätte es denn gedacht? Wurde seit Jahren immer wieder mal in den Kommentaren gefordert, gerade bei Einsteigern, mach doch mal eine Top 10, was sind deine Lieblingskniften, Top 10? Habe ich immer einen riesengroßen Bogen drumherum gemacht, denn meiner Meinung nach sollte man als Einzelperson von so einer Art Video lieber die Finger weglassen. Denn natürlich, ich könnte mich jetzt herstellen, hier, da, meine Top 10 besten Kniften. So, dann stelle ich irgendeine Knifte auf Platz 1 hoch, mit der ihr vielleicht überhaupt nicht zurechtkommt. Vielleicht gefällt sie euch nicht, vielleicht ist sie zu teuer, vielleicht braucht ihr irgendwas Besonderes. Deswegen finde ich einfach so eine Top 10 Liste macht als Einzelperson relativ wenig Sinn. So, ich habe das Ganze aber relativ gewieft gelöst, glaube ich. Ich habe eine riesengroße Umfrage einmal auf Patreon gestartet. Wir sind mittlerweile 340 Mitglieder oder 360 Mitglieder mittlerweile. Also vielen lieben Dank für die Unterstützung auf jeden Fall. Und habe einfach mal bei der Umfrage jeden Einzelnen gefragt, hey, klick doch mal das Modell an, AR-15 Modell, SAEG 2022, was dir am besten gefällt in Bezug auf Preis-Leistungs-Verhältnis, Verarbeitungsqualität und Internals bzw. Performance. So, bedeutet, wir haben jetzt nicht nur meine Meinung bei diesen Top 10, sondern wir haben einfach die Meinung von unterschiedlichen Spielern, Spielfeldbetreibern, Bastler und sammeln einfach alles geballt in dem Ergebnis und erstellen aus diesem Ergebnis jetzt einmal diese Top 10. Dementsprechend nicht nur meine Meinung, sondern es fließen einfach viele Meinungen von unterschiedlichen Spielern mit ein. Und das, denke ich, darüber kann man definitiv ein Video oder so eine Bestenliste einmal erstellen. So, die Liste war wirklich ellenlang, bedeutet, es waren wirklich fast von jedem Hersteller, auch in Deutschland natürlich verfügbar. Jede Waffe war dabei, also Valkern, Lancer Tactical, G&G, Ares, Syma, E&C, E&L und KWA und was es nicht alles gibt. Also wirklich eine riesengroße Liste. Und aus dieser Liste haben wir jetzt eben die Top 10 einmal rausgefiltert. So, es werden aber natürlich nicht alle Modelle oder jeder Hersteller wird es einmal in diese Top 10 einmal reinschaffen. Gerade hier auf dem Tisch seht ihr zum Beispiel ein wunderschönes Modell von Ares. Ares baut einfach sehr, sehr schöne AR-15 Modelle, selbstverständlich. Und die performen auch mit 1,3 oder 1,4 Joule Performance ja auch anständig. Aber gerade in Bezug auf das Preis-Leistungs-Verhältnis sind die Internals und das EFCS leider veraltet. So, dementsprechend hat es zum Beispiel so ein Modell nicht in die Top 10 geschafft. Wer sich jetzt aber ein bisschen auskennt und die kleinen technischen Schwächen vielleicht selbst behebt, dann wäre das Modell wiederum drin in den Top 10. Also hier nicht abschrecken lassen, wenn jetzt euer Lieblingsmodell vielleicht nicht mit reingekommen ist in die Top 10. Wie gesagt, hat vielleicht den Grund, dass es vielleicht von den Internals ein bisschen veraltet ist oder das Preis-Leistungs-Verhältnis im Jahr 2022 vielleicht nicht mehr passt. So Leute, jetzt macht euch ein Bierchen auf und los geht's! Also Leute, gehen wir es an. Ihr seht, der Tisch ist leer, denn ich habe natürlich nicht alle oder jede von diesen 10 Kniften habe ich natürlich nicht da. Ich kann euch ein paar einmal zeigen. Ich habe auch von Philipp gestern noch mal eine ausgeliehen. Vielen lieben Dank übrigens. Bringe ich dir morgen wieder. Aber natürlich keine 10 Kniften. Wie gesagt, ich habe nicht jede davon einmal da. So, die blende ich euch jeweils da drüben einmal ein. Ja, da habe ich Platz. Mache ich ein Bild einmal rein, damit ihr euch ein bisschen was drunter vorstellen könnt. So, auch sei es gesagt, wenn wir jetzt loslegen mit Platz Nummer 10, das waren insgesamt 5 Kniften, die exakt dieselbe Prozentzahl einmal hatten. Das habe ich jetzt ein bisschen rausgefiltert, denn da waren unter anderem Modelle dabei, die einmal aus Kunststoff gefertigt waren. Die sind natürlich vom Preis her sehr, sehr günstig. Da dachte ich mir aber, diese günstigen Kunststoffversionen von den Kniften, die nehme ich dann nochmal später her für ein extra Video, SAEG bis 300 € zum Beispiel. Denn die meisten kosten entsprechend etwas mehr. Also nicht wundern, wie gesagt, es fehlen 2 oder 3 Stück fehlen hier einmal. So, also legen wir los. Ich habe die Liste da. Platz Nummer 10.
Auf die 10 haben es letztendlich 2 Modellserien geschafft. Bedeutet, wir sprechen immer von einer Serie, denn von der Serie bekommt er immer unterschiedlich große, lange Modelle, aber letztendlich von der technischen Seite, vom Preis-Leistungs-Verhältnis sind die alle exakt identisch. So, 2 Serien, einmal die alte E- und C-Generation, also Generation 1 und Generation 2, denn gerade diese waren vom Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich hervorragend. Man hat brauchbare Internals drin gehabt, man hat EFCS und MOSFET bereits drin gehabt, bekommt man aber leider heutzutage nur noch gebraucht einmal her. So, und parallel dazu, zu dieser ersten Generation oder zweiten Generation E- und C-Serie passt ebenfalls dazu diese Begadi Sport AR15-Serie bzw. die Syma, die günstigeren Modelle. Also nicht verwechseln mit der aktuellen Premium-Serie, mit der Nova zum Beispiel, sondern die günstigeren. Die landen hier ebenfalls und kann man eigentlich mit der E- und C ziemlich gleichstellen, würde ich sagen. Hier bewegen wir uns, oder wenn ihr noch eine herbekommt, bewegen wir uns hier in der Preisspanne von 240 bis 350 Euro circa. Was man hier sehr positiv zum Beispiel ansprechen kann bei diesen Serien, dass wir natürlich hier keinen Kunststoff irgendwie haben, sondern die ganzen Receiver, Vorderschäfte sind zum größten Teil, oder sind eigentlich alle einmal komplett aus Aluminium gefertigt. Ihr habt also keine Kunststoffwaffe. So, dann ebenfalls, wie gerade schon angesprochen, jedes Modell aus diesen Serien hat bereits dieses Begadi Core, EFCS und MOSFET-System drin verbaut. Bedeutet, ihr habt eine Zyklenüberwachung drin, ihr habt Akkuabschaltung, Akkuüberwachung, alles was ihr wollt, Mikroschalter, Pipapo, ist also auch hier bei den etwas günstigeren Modellen bereits drin verbaut. Und was ebenfalls sehr positiv ist, ist wie gesagt das Preis-Leistungs-Verhältnis bei der alten Generation war noch hervorragend. Da hat man zum Beispiel das M16 hier mit dem M203, weiß ich gar nicht mehr, ich glaube 330, 340 Euro hat es noch gekostet vor 1,5 oder 2 Jahren. War, wie gesagt, war wirklich sehr, sehr gut. Man muss aber auch sagen, es gibt auch sehr kritische, oder es gibt ein paar kritische Punkte bei diesen Serien. Da hätten wir zunächst mal, was bei jeder Knifte gemacht werden muss, ist definitiv Hop-Up-Bucking, Hop-Up-Tensioner. Und bei den Syma-Modellen, bei den günstigen, würde ich definitiv auch einmal die Hop-Up-Kammer tauschen. Sind wieder Kosten, die einmal entstehen. So, ebenfalls kritisch, die Motoren waren damals auch noch nicht so gut, auch die Original E- und C-Motoren, Standardmotoren, nicht wirklich High-Torque drin verbaut und auch bei den günstigeren Syma-Modellen habt ihr ebenfalls einen Standard-Syma-Motor noch drin verbaut. Also achtet ein bisschen drauf, wenn ihr euch für so eine Serie kaufen wollt, schaut, was für ein Motor einmal drin verbaut ist. Es gibt mittlerweile geupdatete, da ist schon ein High-Torque drin, aber zum größten Teil für 240, 270 Euro ist ein Standardmotor drin und der zieht die Butter nicht vom Brot. So, und der letzte Punkt, den man ebenfalls beachten muss, wie gesagt, günstig, auch die Internals sind bei diesen Modellen auch nicht Stand der Zeit. Das bedeutet, ihr habt dann halt ein Pistonhead zum Beispiel drin, aus Plastik bei den Syma-Kniften. Ihr habt ganz normal gesinterte Gears einmal drin, ein paar Stahllaufbuchsen, Shimming war auch nicht so gut, reibt im Zylinder innen drin teilweise. Also auch hier können gewisse Updates einmal entstehen oder müsste man eigentlich machen, wenn man das perfekte Modell haben möchte. Dementsprechend hier auf Platz 10 einmal die alte Generation E und C und die alte oder die etwas älteren Syma bzw. Begadi Sportmodelle. Auf der Nummer 9 landet einmal die ICS SSS-Serie. So, auch hier gibt es wieder unterschiedliche Modelle von der Mars, Komodo und wie sie alle heißen, über die Hera Arms. Also unterschiedliche Modelle, welche aber von der technischen Seite exakt identisch sind. Und wie der Name schon sagt, Triple S, also SSS-System, das hauseigene EFCS von ICS, welches leider nicht mehr so ganz überzeugen kann heutzutage. So, ihr seht, rein zur Veranschaulichung steht einfach mal meine Asbach uralte ICS einmal da, meine Hock noch. So, und hier möchte ich auch ebenfalls ein paar Punkte dazu sagen. Diese ICS SSS Serie kostet aktuell zwischen 400 und 550 Euro mit SSS-System, glaube ich. Also je nachdem, welchem Shop man einmal guckt und je nachdem, welches Modell man einmal haben möchte. Sehr positiv bei dieser Serie kann man ansprechen, definitiv immer noch ICS Split Gearbox, bedeutet Pin hinten rauf, ihr könnt das ganze System einmal aufklappen. Also gerade für eine Wartung unheimlich benutzerfreundlich. Natürlich dann auch bei den neueren Modellen Federschnellwechselsystem. Upper Receiver rausziehen, Feder raus, neue Feder rein, geht rucki zucki, ist einfach unheimlich komfortabel. So, und der letzte Pluspunkt, auch die Rotary Hop-Up-Kammer von ICS funktioniert sehr gut und auch verbauen manche Hersteller hier direkt einmal ein Maple Leaf Hop-Up-System. Bedeutet Bucking und Tensioner kommen teilweise bereits von Maple Leaf. Müsst ihr aber auch schauen, weicht je nach Shop einmal ab.
Also entweder ihr habt das Original Hop-Up-System von ICS drin, dann könnt ihr halt 0.25, 0.28 spielen. Oder ihr habt bereits ein Maple Leaf-System einmal drin, dann sind auch 0.3, 0.32 kein Problem. Kommt aber, wie gesagt, kommt auf dem Shop drauf an. Was allerdings nicht so ganz gut ist heutzutage bei dieser ICS-Serie, wie gerade schon angesprochen, das hauseigene SSS-System oder dieses EFCS von ICS, mittlerweile in der Generation oder Version 3 mittlerweile verfügbar, hat immer noch im Vergleich zu anderen ein gewisses Delay drin. Bedeutet, bei anderen Systemen, ihr zieht den Abzug und der Schuss löst sich innerhalb von, je nach Gears und je nach Motor, zwischen 50 und 70 Millisekunden. Dann ist der Zyklus abgeschlossen. Ihr könnt also sehr, sehr schnell und fein einmal triggern. Und das SSS-System hat so ein gewisses Delay drin. Bedeutet, ihr triggert und dann dauert es erstmal 10, 15 Millisekunden, bis der Schuss einmal bricht oder bis der Motor überhaupt einmal anfängt, überhaupt mal das System in Gang zu bringen. Und das nehmt ihr gerade wahr, wenn ihr ein bisschen schneller triggert. Denn ihr könnt schneller triggern, selbst mit dem 11.1er, wie das System schießt. Bedeutet, ihr zieht 5-mal einen Abzug, aber das System schießt nur 3-mal. Und das ist mit anderen Systemen heutzutage nicht der Fall. Also die reagieren einfach deutlich schneller. Also hier SSS-System von anderen EFCS-Systemen einmal überholt. So, der nächste Punkt, was mich bei ICS immer wieder ein bisschen stört und was sich leider auch immer ergibt, also ich habe noch keine gesehen, die länger gespielt wurde und das nicht hat, das ist einmal das Spaltmaß oder das Spiel zwischen Upper und Lower Receiver. Das ist bei neuen Kniften, wenn ihr die Waffe neu bekommt, sitzt das alles wunderbar zusammen. Zockt ihr das Ding aber mal ein Jahr, die ist jetzt mittlerweile 5, 6 Jahre alt, wurde auch schon mit Klebeband gefixt und Schraubensicherung, aber dennoch, das ganze System fängt unheimlich an zum Wackeln obendrauf. Und ja, ein Real-Steel-Modell kann auch wackeln, aber wenn das Ding halt irgendwann mal 2 mm da oben rum wackelt, der Upper Receiver, und ihr da vorne einen Handstop dran habt, das merkt ihr einfach. Und das hat, wie gesagt, das haben wirklich fast jede ICS hat es nach einer gewissen Zeit. Gerade wenn ihr es öfters aufklappt, dann nutzt sich diese Halterung oder diese Arretierung nutzt sich einfach ab und dann fängt es alles an zum Wackeln. Und das kann man auch nicht wirklich schön fixieren. So, also hier wackeln einmal Upper, Lower und dann der nächste Punkt ist auch bei ICS, was nicht geht, ist der Original ICS Motor. Wer die Motorenvideos von mir gesehen hat, die Statistik, ist dieser ICS Turbo 3000 ist in der gesamten Statistik von den ganzen Motoren der schlechteste eigentlich. Also out of the box wirklich ein unheimlich schlechter Motor. Er hat nicht sonderlich viel Kraft und er zieht auch unheimlich hohe Ströme raus. Ich glaube, wir waren bei dem Motor irgendwann bei, weiß ich gar nicht, 100 Ampere, 102 Ampere und es war auch einer der einzigsten Motoren, der nach 150 schnellen Schuss einmal ausgestiegen ist. Bedeutet, er wurde so heiß, dass das ganze System einfach eingebrochen ist, der Akku war glühend heiß, da ging einfach gar nichts mehr. Also Motor ebenfalls nicht so gut und auch muss man sagen, dass die ICS-Modelle gerade im Jahr 2022 unheimlich teuer geworden sind. Gerade dann später im Vergleich zu anderen Modellen. Also ICS gerade so, Originalmodell mit dem SSS, weiß ich nicht, ob ich mir so eine heutzutage nochmal kaufen würde in Bezug auf Preis-Leistungs-Verhältnis. Und genau, was auch immer viele interessiert, eine ICS, gerade wenn ihr mal diese modernen Systeme einmal gehört habt bei mir in den Reviews mit einem 13.1 oder 16.1 Gearset High Torque, die hören sich heutzutage richtig schön an, muss man sagen. ICS-Kniften kommen da leider nicht ran. Bedeutet, selbst wenn ihr einen Zylinderhead euch reinmacht mit einem weichen Sorbo, aufgrund dieser Split-Gearbox, dass es getrennt ist, sind die Dinge einfach immer ein bisschen lauter. Auch die ICS-Gears, die kreischen gerne mal, egal ob man sie perfekt einschimmt oder nicht. Rechnet also damit, dass eine ICS immer einfach ein bisschen lauter ist, wie andere moderne SAEGs. Auf Platz Nummer 8 habe ich leider auch kein aktuelles Modell da, was ich euch jetzt einmal präsentieren kann. Dementsprechend einfach mal meine MCX auf den Tisch geknallt. Und ihr könnt euch denken, um was es geht. Es geht einmal um das Thema VFC. Hier haben wir zwei Modellserien. Einmal auf Platz Nummer 8 die Standard Avalon Serie aus dem Hause VFC und ebenfalls die Heckler & Koch HK416A5 aus dem Hause VFC. Beide schon ein bisschen in die Jahre gekommen und dementsprechend nicht mehr ganz aktuell, aber dennoch sehr, sehr teuer, muss man sagen. Wenn ihr mal überlegt, vor 2 Jahren ungefähr hat man eine HK416 A5 im Angebot für 350 bis 360 Euro bekommen. Heutzutage, wenn ihr schaut, das günstigste, was ich gefunden habe, waren 470 Euro und das teuerste Avalon-Modell lag bei 530 Euro. Und das ist eine Stange Geld, Leute.
So, auch hier möchte ich euch wieder kurz sagen, bei diesen Modellen, was ist positiv und was ist vielleicht nicht ganz so gut. Ganz klar, VFC kann Externals bauen. Bedeutet Receiver, Schäfte, Vorderschäfte, das ist einfach von der Qualität wirklich hervorragend. Also Finish, Qualität, Beschichtung zwar nicht ganz so gut bei den Modellen, aber Qualität, Passgenauigkeit, das können sie definitiv. Also Verarbeitung ist wirklich gut, dann gerade bei der HK416A5, ihr habt die Heckler & Koch Lizenz drauf, das Modell ist beidseitig nutzbar, Feuerwahlhebel, Magazinauswurf, Ambidextrous und natürlich klar eine HK416A5 geile Farbe, wenn das ihr euch im Rallton kauft. So, und zusätzlich, was man ebenfalls positiv ansprechen kann, wenn ihr aktuell mal rumschaut, gerade bei Airsoft2Go zum Beispiel, die haben eine aktuelle Lieferung reinbekommen, da ist eine Avalon dabei, die hat bereits out of the box einmal ein Maple Leaf Hop-Up-System drin verbaut. Bedeutet, Bucking und Tensioner kommen aus dem Hause Maple Leaf, sind nicht Standard VFC und dementsprechend könnt ihr in dieser Modellreihe auch problemlos 0,3 Gramm BBs oder nur 32 Gramm BBs einmal verwenden. Das kann man definitiv einmal positiv ansprechen. Bei der HK416A5 gibt es sowas, glaube ich, nicht. Da müsst ihr nochmal separat einmal nachrüsten. So, es sind aber, wie gesagt, die Modelle sind schon ein bisschen die Jahre oder sind schon ein bisschen älter und dementsprechend gibt es aber auch heutzutage vielleicht sogar mehr kritische Punkte, als es damals im Review gab. Lasst uns diese ebenfalls kurz durchsprechen. Also gerade VFC-Modelle, immer noch ein großer Punkt ist die Gearbox Shell. Ich kann es euch immer noch nicht sagen, ist es irgendeine besondere Charge oder sowas. Es gibt Gearbox Shells von VFC, die drücken problemlos 2 Joule. Die Dinger halten 50.000, 60.000 Schuss ohne Probleme aus. Es gibt Gearbox Shells von VFC, die sind nach 10.000 Schuss mit 1,6 Joule sind sie kaputt. Original, ohne irgendwas dran gemacht. Schon öfters welche mal auf dem Tisch gehabt, gerade von Kollegen. Schau mal, hört sich komisch an, ja auseinandergezogen, kam von der Gearbox mir entgegen. Also eine VFC-Shell, ja, wie gesagt, sie kann halten, muss aber nicht. Steckt da nicht drin, ist ein bisschen schade, kauft ihr die Katze im Sack. Ich habe es euch damals, glaube ich, auch schon mal gesagt, bei der letzten VFC, macht euch am besten immer einen Zylinderhead rein mit zwei Puffergummis sozusagen. Also am besten vorne dran einen O-Ring oder irgendeine Pufferfläche und hinten noch ein weiches Sorbopad, damit ihr die Shell so gut wie möglich einmal schont und einfach den Aufprall oder die Energie ein bisschen rausnehmt. Das schont einfach die Gearbox und dann halten die deutlich länger. Übertreiben würde ich es dennoch nicht. Wie gesagt, 2 Joule könnte brenzlig werden. So, ebenfalls muss man ansprechen, Original VFC-Motor ist heutzutage leider nicht mehr zu gebrauchen, gerade im Vergleich zu anderen Herstellern. Wie gesagt, kein High-Torque, kein Super High-Torque, keine sonderlich starken Magneten und sind gerade auch von den Zyklenzeiten deutlich schwächer wie eben von anderen Herstellern. Ebenfalls Federschnellwechselsystem ist auch fragwürdig. Die Avalon hat zum Beispiel gar keins, da müsst ihr die Gearbox rausziehen. Und bei der 416A5 im Vergleich zum Review-Modell damals vor 4 Jahren oder sowas, haben sie mittlerweile die Buffer-Tube hinten im Receiver verklebt. Also da Schraubensicherung drin. Und dann habt ihr innen drin nochmal so einen Aluminiumblock, der das Ganze arretiert oder ein bisschen führt sozusagen. Bei den alten Modellen konnte es vorkommen, dass die gesamte Buffer-Tube nach einer Zeit angefangen hat zu wackeln. Da hat sich also Spiel im Gewinde gegeben. So, und anstatt das jetzt irgendwie schöner zu konstruieren oder so, hat jetzt VFC das Ganze einfach verklebt. Tja, also um die Feder rauszumachen, müsst ihr erstmal die Schraubensicherung von der Buffer-Tube lösen. Nicht gerade die perfekte Lösung. Also Federschnellwechselsystem bei VFC ebenfalls nicht so gut. Und ganz klar, die Modelle haben kein EFCS, kein MOSFET. Gut, MOSFET haben sie drin, aber sind wir ehrlich, kein EFCS, keine Zyklenüberwachung, keine Akkuüberwachung oder sowas. Also gerade im elektronischen Bereich die Modelle etwas veraltet. So, und auch die Internals, da ruht sich VFC auch jahrelang drauf aus. Plastikzähne am Pisten dran, Plastikzylinderhead einmal drin, Plastiknozzle. Also lauter so Standardsachen, verlangen aber für ihre Systeme sehr viel Geld, muss man sagen. Wie gesagt, 470 bis 530, 540 Euro ist ein Batzen Geld. Und dafür bekommt man heutzutage leider Besseres. 7. Dann können wir auf Platz 7 direkt gleich bei VFC einmal bleiben, denn hier bekommt ihr natürlich nicht nur die Standard Avalon Serie oder die Standard VFC Modelle von der Stange, sondern auch wieder geupdatete Modelle. Hier zum Beispiel einmal die Avalon Serie von Begadi, die ist von den Internals einmal verbessert, besserer Pisten ist drin, besserer Zylinderhead, EFCS MOSFET ist drin, Maple Leaf Hop-Up System ist einmal drin und hier würde ich parallel dazu auch die Norwich SSR 15 direkt gleich mit einbeziehen, denn auch hier habt ihr eine Avalon, welche aber ein bisschen geupdatet wurde
wurde, Maple Leaf System drin und Gate Titan einmal drin. Aber Piston Zylinderheads sind Standard VFC. So, hier liegen wir aber bereits bei 540 bis 560 Euro. Also natürlich geupdatet, dementsprechend nochmal ein bisschen teurer geworden. So, lasst uns auch diese Modelle ganz kurz ansprechen. Wie gesagt, ihr habt jetzt hier natürlich den Vorteil bei der geupdateten oder bei den geupdateten Versionen, dass ihr eben, wie gerade schon gesagt, ein EFCS und ein MOSFET direkt gleich mit drin habt. Und natürlich auch bei der Bugatti Avalon Serie einen besseren Piston drin habt, einen besseren Zylinderhead drin habt, bessere Nozzle und bei beiden Modellen SSR 15 und Avalon von Bugatti bereits ein Maple Leaf Hop-Up-System drin. So, wie gesagt, es ist schön und gut, aber natürlich auch hier die Kritikpunkte bleiben identisch. Die Shell, wie gesagt, Glücksgriff, entweder sie hält oder sie hält eben nicht. Und natürlich auch für das Schnellwechselsystem, wie gerade schon angesprochen, ja, exakt identisch. Ändert sich natürlich nichts dran. Und auch hier muss man sagen, Preis-Leistungs-Verhältnis, ja, sie sind gut. Natürlich, sie sind brauchbar, aber wenn ihr euch später die anderen Modelle vom Preis-Leistungs-Verhältnis anschaut, immer noch leider etwas zu teuer aktuell. Wie gesagt, 560 Euro ist einfach eine Stange Geld. Da erwartet man vielleicht ein kleines bisschen mehr dafür. Auf Platz Nummer 6 findet sich dann einmal die E&L M4 Diamond Serie einmal ein. Hier gibt es zwei Modelle aktuell, die Standard Mur, wie ich sie mir damals einmal gekauft habe, und einmal die Submod oder Submod 2. Auf jeden Fall liegen wir hier preislich bei 450 oder 470 Euro. So, leider immer noch Diamond Serie. Bedeutet, wenn ihr den Kanal aktiv verfolgt, werdet ihr mitbekommen haben, gerade vor ein paar Wochen die AK12 ist mittlerweile in der dritten oder vierten Generation verfügbar. Bedeutet, diese AK-Modelle wurden seitens Bugatti immer wieder ein kleines bisschen verbessert. Hop-Up, Internals und so weiter und so fort. Um die M4-Serie hat sich leider keiner gekümmert. Bedeutet hier immer noch genau so zum Kaufen, wie ich sie damals im Review einmal hatte. Zwar auch nicht zu vergleichen mit den Standard E&L Waffen, die man damals bekommen hat, denn auch die Diamond-Serie wurde schon geupdatet. Aber hier immer noch die gleichen Komponenten einmal drin. Sprechen wir es ganz kurz durch. Zunächst mal das Positive bei E&L natürlich ist das gesamte Finish oder ja, das gesamte Finish und die Beschichtung. Wie bei den AKs auch, bedeutet auch bei den M4-Modellen Original-Waffenbeschichtung, unheimlich kratzresistent, wunderschönes Finish. Auch der Vorderschaft, kein Standard 6061 Alu, sondern ich glaube das ist 7075. Bedeutet, wenn ihr das Ding mal gegen einen Baum schlagt oder sowas, ist egal. Ihr bekommt da keine Macken oder sowas rein, keine Kratzer rein. Also resistent, robust. Und natürlich der einzige Hersteller, der den Outer bei einem M4 oder bei einem AR-15 Modell hier einmal komplett aus Stahl fertigt und nicht aus Aluminium. So, Thema robust, müsst ihr dennoch aufpassen. Wir hatten einen Fall im Discord, Kollege, auch eine Mur gehabt, den hat es ein bisschen hingelegt und der ist irgendwie hinten aufgeschlagen, die Waffe, und dann hat es das ganze System hier hinten ein kleines bisschen verbogen. Wurde jetzt von Bugatti anstandslos einmal ersetzt, aber aufpassen, aufgrund des Federschnellwechselsystems habt ihr eben die ganze Last, wie zum Beispiel bei der HK416A5 auch, nur hier hinten auf dem Lower Receiver drauf. Bedeutet, kennt ihr auch von den alten Crytek-Modellen oder so. Bedeutet, wenn das Ding wirklich komplett hier hinten aufschlägt, in einem ganz saublöden Winkel, dann kommt die Last komplett hier hinten auf dem Radius drauf und dann kann sich das Modell minimalst verbiegen. Aber 4 Jahre Gewährleistung drauf, dementsprechend, wie gesagt, es wurde Gott sei Dank komplett einmal kostenfrei einmal ausgetauscht, der ganze Receiver. Aber, wie gesagt, Thema robust, beachten. So, positiv dann auf Federschnellwechselsystem, wie gerade schon angesprochen, direkt über die Buffer-Tube einmal möglich, kommt da wunderbar hinten an den Spring Guide ran. Es ist ein E&L M170 Super High Torque Motor dran verbaut. Der ist zwar von den Strömen relativ hoch, muss man sagen, was er sich gönnt. Er zieht aber auch problemlos jede Feder auf. Also wenn der da eine 140er reinballert, das ist dem Motor relativ wurscht. Ihr braucht aber den entsprechenden Akku einmal dazu. Also kein so einen popeligen 1000 mAh oder 1200 da hinten dran hängen. Das mag der Akku wahrscheinlich nicht, oder das wird er nicht lang mitmachen. Macht einen schönen großen 1500er rein oder mit einem anderen Schaft 2150 und gut ist. Und natürlich die Modelle komplett beidseitig nutzbar. Feuerwahlhebel links, rechts und Magazinauswurf ebenfalls links, rechts. So, wie schon angesprochen, leider immer noch Diamond-Serie, nicht geupdatet. Und hier muss man klar sagen, immer noch die One-Piece-Kombination drin vom Zylinderhead und vom Zylinder aus Stahl.
Ja, das kennt ihr vielleicht. Das ist einfach Zylinderhead und Zylinder miteinander verbunden oder verschweißt, aus einem Teil gefertigt. Ja, oder aus einem Teil gefertigt. Und der Zylinder ist leider nicht gut. Bedeutet, der ist relativ rau innen drin. Und da kann es auf Dauer passieren, dass ihr euch den O-Ring vom Pistonhead kaputt scheuert auf Dauer. Also hier am besten gleich hergehen, Zylinderhead tauschen, aus Edelstahl rein und im besten Fall den Pistonhead könnt ihr auch gleich noch mitmachen. Seid ihr halt wieder, ja, seid ihr wieder 30 oder 35 Euro los. Nächster Punkt ist Thema Hop-Up. Auch hier nicht geupdatet wie bei den AK-Modellen leider, bedeutet Standard E und L Hop-Up-System einmal drin und das kann zickig sein. Bedeutet, wenn ihr jetzt einfach sagt, ja gut, dann mache ich halt für einen 10er oder für 14, 15 Euro an das Bucking Tensioner rein, ja, dann wünsche ich euch viel Spaß, denn die Original E und C Hop-Up-Kammer kann hier unheimlich zickig sein und funktioniert nicht mit jedem Bucking und mit jedem Tensioner. Bedeutet am besten 4 unterschiedliche Buckings kaufen, 3 unterschiedliche Nozzle-Längen kaufen und dann hockt euch den ganzen Tag mal hin und testet, was am besten funktioniert in dem Ding. Dementsprechend, ihr habt im Technikvideo auch mitbekommen, ich habe mir mittlerweile eine Neptun reingemacht, denn das Ding, das zickt ein kleines bisschen. Also ihr habt es gesehen, man muss bei dem Modell, auch wenn sie relativ teuer sind mit 450 oder 470 Euro, es Finish alles passt, muss man dennoch wieder Geld investieren, um gewisse Updates einmal vornehmen zu können. Oder man muss einfach gewisse Updates einmal machen an dem Modell. Auf Platz Nummer 5 finden wir einen bekannten Hersteller, den wir vorhin schon mal hatten, und es geht wieder einmal um ICS. So, wie vorhin schon mal angesprochen, da hatten wir die ICS SSS Serie, bedeutet die Modelle, so wie ICS sie einmal ausliefert. Auch hier gibt es wieder geupdatete oder verbesserte Versionen auf dem Markt. Das Ganze nennt sich dann Sirius Serie oder Begadi PDW 9 Sirius oder sowas, also irgendwas mit Sirius, schaut da mal. Also hier hat man da quasi ICS-Modelle, wo aber diese ganzen Schwachstellen einmal verbessert wurden, dadurch die Modelle aber noch teurer werden. Wenn ihr das genau wissen wollt, da liegen wir jetzt zwischen 550 und 600 Euro. Das ist eine Ansage. So, was wurde da jetzt verbessert? Wie vorhin schon mal angesprochen, dieses SSS-System hat eben dieses gewisse Delay oder diese kleine Verzögerung im Abzug einmal drin. Hier ist das ganze System rausgeflogen und wurde ersetzt durch ein Begadi Core EFCS-System. Dadurch habt ihr eben nicht diesen Delay und die Waffe reagiert einfach deutlich schneller oder umgehend einmal auf dem Abzug im Vergleich zum Original ICS-System. Dann, wie vorhin auch schon angesprochen, der Original ICS 3000 Motor, der ist rausgeflogen. Da hat Begadi einen Mamba 30K Motor einmal reingebaut. Der ist erstmal viel kräftiger, also hat viel mehr Bums einmal drin. Der Zyklus wird deutlich schneller und er zieht auch ein bisschen weniger Ströme und wird eben nicht so schnell heiß wie der ICS Motor. Also hier der Motor etwas verbessert. Auch die Internals wurden aktualisiert und verbessert und gerade bei der PDW 9, also bei diesem 9 mm System, passt zwar nicht wirklich jetzt zum AR-15 Video, aber da hat man jetzt bereits von ICS die Masterpiece-Teile drin. Bedeutet gute Pisten, gute Zylinderhead, gute Nozzle einmal drin. Das Ding kostet aber halt, wie gerade schon gesagt, 600 Euro. Die Kritikpunkte bleiben aber dennoch relativ gleich. Bedeutet auch, die Gears sind gleich geblieben, Original ICS Gears. Sind zwar haltbar, aber nicht die laufruhigsten. Dann können auch die Modelle, wenn ihr einfach das Ding mal ein Jahr übers Spielfeld prügelt, fangen sie einfach an, ein bisschen Spiel zu bekommen zwischen Upper und Lower Receiver. Und wie schon gesagt, Preis-Leistung oder der Preis ist extrem nach oben gegangen. Also wie gesagt, 600 Euro wäre mir heutzutage keine ICS einmal wert. Auf Platz Nummer 4 haben wir dann eine Modellserie, welche ich persönlich sogar noch mal einen Platz weiter oben angesiedelt hätte. Und zwar einmal geht es um die Specna Arms Edge 2 Aster Serie oder eben um die Edge 2 Serie. So, hier zunächst mal, da müsst ihr ein bisschen schnell sein. Der aktuelle Lagerbestand bei den Shops ist noch relativ günstig zu haben. Bedeutet, das liegt da aktuell fürs günstigste Modell. Eine Standard M4A1, glaube ich, 320 Euro, was ich gesehen habe. Und wenn es ein bisschen teurer oder anderes Modell sein soll, bis 390 Euro. Wie gesagt, der aktuelle Lagerbestand, alles, was jetzt dann neu reinkommt, wird über 400 Euro kosten. Also wenn ihr irgendwo euer Edge-Modell oder euer Specna Arms-Modell vorrätig findet für einen aktuellen guten Preis, dann solltet ihr jetzt zugreifen. Weil wenn es weg ist, kostet es irgendwann einmal in einem halben Jahr wahrscheinlich 80 bis 100 Euro mehr.
So, also aktuell Preis-Leistungs-Verhältnis bekommt man bei der Edge 2 Serie von Specna Arms definitiv ein brauchbares Gesamtpaket. Bedeutet, nur bei dieser Edge 2 habt ihr bereits ein Gate Aster drin verbaut, optisches EFCS MOSFET System, und da die Externals eben bei E&C noch gefertigt wurden, bekommt dann ebenfalls das E&C bekannte Feder-Schnellwechselsystem. Bedeutet, wie bei Syma bekannt, hinten die Caselnatten ein bisschen lösen von der Buffertube reindrücken, ein bisschen drehen, rausziehen, kommt er direkt hinten an den Spring Guide ran und könnt ihn direkt von hinten einfach rausschrauben aus dem Receiver. Sehr, sehr geiles und benutzerfreundliches Feder-Schnellwechselsystem. Auch die Internals sind zum größten Teil SAS-Internals, brauchbar, haltbar, und bis 1,8 Joule würde ich mir da definitiv keine Gedanken machen. Kleiner Punkt bei der Specna Arms ist der Motor, der wird zwar als Super High Torque oder als High Torque einmal beworben, kommt aber auch nicht an die aktuellen Super High Torques ganz ran. Also er ist ein kleines bisschen schwächer, ein kleines bisschen langsamer. Da ist zum Beispiel ein 30K, ein 19K oder auch der Super High Torque von Syma, die sind da noch ein bisschen, haben noch ein bisschen mehr Bums wie der von Specna Arms. Aber solange ihr da eine 11.1er dran habt, wie gesagt, lasst das Ding drin und spielt's einfach. Hop-Up Bucking und Hop-Up Tension, das sollte man tauschen, denn hier ist nichts Besonderes drin, kein Maple Leaf oder sowas, sondern 0815. Die Hop-Up-Kammer kommt von E&C, Rotary ist brauchbar, macht ihr euch nochmal für 15 Euro anderes Bucking, anderen Tension rein, und dann hat sich die Sache eigentlich zum größten Teil erledigt. Ein paar Punkte, die man bei Specna Arms wieder beachten muss. Zunächst mal gerade diese Edge 2 Serie, da bekommt ihr keine große Auswahl. Und ihr müsst euch unheimlich aufpassen, denn wie soll ich sagen, der Artikelname oder der Produktname ist ein bisschen wurstig bei Specna Arms. Die Modelle heißen dann alle SA-H20 zum Beispiel und dahinter steht dann Edge, Edge 2 oder One zum Beispiel. Und es ist als Einsteiger sehr kompliziert zu verstehen, was ist das jetzt alles. Und auch die Shops geben nicht immer 100% genau an, was ist jetzt bei dem Modell genau einmal drin. Für euch wichtig, nur Edge 2 hat eben ein Gate Aster drin verbaut. Die normale Edge-Serie, zum Beispiel 22, H22 müsste es glaube ich sein, hat kein Federschnellwechselsystem und hat auch kein Aster drin verbaut. Hat eine handelsübliche Switch-Assembly und so ein externes, so ein externes MOSFET einfach hinten dran, aber kein Gate Aster. Dementsprechend nicht wundern, wenn manche Modelle, auch wenn Edge dran steht, deutlich günstiger sind, wie zum Beispiel eine Edge 2. Denn die sind ein bisschen abgespeckt. Ein bisschen abgespeckt. Und wovon ich definitiv abraten würde, ist die One-Serie. Da habt ihr wirklich lauter Standard-Plastik-Internals drin, die könnt ihr freiweg in die Tonne kloppen. Also wenn es Specna Arms, darauf achten, Edge 2. Und hier ist die Auswahl eben nicht ganz so groß, wie man vielleicht meint, wenn man bei manchen Shops mal reinschaut. Und Specna Arms eine riesen Palette, aber sehr wenig davon sind wirklich eine Edge 2. Viele sind dann eine One oder eine normale Edge zum Beispiel. So, jetzt wird es langsam interessant. Platz Nummer 3 haben wir eine sehr beliebte und auch sehr vielschichtige Modellserie, beziehungsweise mehrere Modellserien. Und zwar geht es einmal um das Thema G&G. Ich habe euch ganz am Anfang schon gesagt, es gäbe noch ein G&G-Modell oder eine Serie, die deutlich günstiger ist. Die wäre weiter unten gewesen, kommt aber in einem separaten Video, die CM16. So, heute lasst uns auf Platz 3 über die GC16, die TR16 und die SR-Serie sprechen, beziehungsweise über die Night-Serie, also die SR30, SR15 zum Beispiel. Hier liegen wir je nach Variante, je nach Länge sind auch schon ein bisschen teurer geworden, mittlerweile 400 bis 540 Euro. Und ihr habt es vielleicht auch mitbekommen, ganz offiziell auf der G&G-Webseite, aktuell vor ein paar Wochen was drauf gestanden, aufgrund der Materialkosten und so weiter, alle Modelle plus 10%. Bedeutet, alles, was jetzt am Lager ist bei den Shops, bekommt ihr jetzt noch relativ günstig. Alles, was jetzt aber schon neu reinkommt, schon mal 10% mehr. Dann vielleicht noch ein bisschen Fracht mit drauf. Bedeutet, ein Modell, was sonst irgendwie mal 350 gekostet hat, kostet halt dann irgendwann vielleicht mal 420, 450 Euro. Und wie gesagt, schaut, dass da auf dem aktuellen Lagerbestand noch was bekommt, dann bekommt das noch günstig. Ansonsten wird es halt teuer. Wie alles in einem halben Jahr wahrscheinlich. So, lasst uns über diese Serie ganz kurz sprechen. Großer Vorteil von diesen etwas teuren G&G-Modelle, ja, hört sich erstmal wieder teuer an, aber sie sind erstmal von der Verarbeitungsqualität
wirklich super. Also ich hatte noch nie ein G&G-Modell in der Hand, wo sich G&G irgendwo einen Schnitzer geleistet hat. Die sind wirklich perfekt von der Passgenauigkeit, von den Toleranzen. Das kann einfach G&G. Also hier könnt ihr, egal welches Modell ihr euch von G&G kauft, die sind einfach super verarbeitet. Dann gerade bei den teuren Modellen habt ihr eben den sehr, sehr guten Ifrit 25K Motor mit drin. Das ist ein High-Torque-Motor, der hat Neodym-Magnet, der hat Kraft. Ja, 120er, 130er Feder, das ist dem Motor wurscht, das lutscht der locker weg. Also ebenfalls sehr, sehr starker Motor. Und auch die restlichen Komponenten, was G&G eigentlich einbaut in den teuren Modellen, sind wirklich klasse. Bedeutet, die Gears sind zum größten Teil sehr laufruhig, sehr stark belastbar. Die Gearbox-Shells sind der Hammer, G2H Gearbox-Shell. Bekommt er wahrscheinlich bloß mit einer 160er Feder kaputt, dürfte eh nicht spielen. Aber alles robust und aufeinander abgestimmt, zunächst einmal. Auch die Rotary Hop-Up-Kammer von G&G ist ebenfalls sehr gut. Meistens noch ein besseres Bucking rein, wenn ihr ein bisschen höheres Kugelgewicht spielen wollt. Bucking Tensioner und fertig, dann hat sich die Geschichte ebenfalls erledigt. Also hier kann man eigentlich sagen, bei G&G macht man eigentlich nie was falsch, wenn man sich die etwas teureren oder die etwas hochwertigeren Modelle einmal kauft. So, lasst uns aber, ach ja genau, ETU habt ihr natürlich auch mit drin. Ne? G&G ETU habt ihr vielleicht den Nachteil bei den AR15 Modellen, dass die Platine, das MOSFET, alles hinten in der Buffer-Tube drin ist. Das ist ein bisschen schade, das ist bei anderen Herstellern besser, weil alles intern ist. Bedeutet, es kostet euch diese Platine und die ganzen Kabel, kostet euch hinten in der Buffer-Tube Platz für einen Akku. Ihr bekommt also je nach Schaft kleinere Akkus rein. Das sehe ich immer ein bisschen kritischer, es kommt darauf an, wie man sieht. Großer Vorteil davon allerdings, wenn mal das MOSFET abraucht und die Platine kaputt geht, ja, dann müsst ihr nicht an die Gearbox ran. Ihr müsst das Ding nicht auseinanderbauen. Ihr macht einfach hinten die Buffer-Tube weg, steckt das Ding aus, steckt die neue Platine rein und fertig. Reparatur abgeschlossen. Wie gesagt, hat Vor-, hat Nachteile, je nachdem, wie man sieht. So, jetzt noch ein Punkt aber, wo G&G leider bei der AR15-Serie noch ein bisschen hinterher ist das Thema Federschnellwechselsystem. Bedeutet, manche, gerade TR16 oder so, da habt ihr gar kein Federschnellwechselsystem. Ihr müsst also alles komplett auseinanderrupfen, wenn das Ding noch beidseitig bedienbar ist. Ja, ganzen Zahnrädle weg, ganzen Feuerwahlhebel weg, damit ihr die Gearbox überhaupt einmal rausbekommt und erst dann könnt ihr von hinten einmal die Feder tauschen. Also Federschnellwechselsystem bekommen andere Hersteller einmal besser hin. So, und dann der letzte Punkt bei G&G, was man auch mal ansprechen muss. Ach, das darf nicht zu kritisch sein, aber es ist ein bisschen die Katze im Sack kauft man teilweise. Denn es ist bei G&G niemals im Vorfeld klar, was habe ich denn für Internals jetzt drin. Habe ich jetzt den Aluminium-Piston-Head drin oder habe ich jetzt die Plastikversion drin? Habe ich jetzt den Plastikpisten drin oder habe ich den mit Stahlzähnen drin? Habe ich den Alu-Zylinder-Head drin oder habe ich einen Plastikzylinder-Head drin? Denn bei G&G, wir hatten zum Beispiel das letzte Mal als das Beispiel ARP9. Man kauft sich eine ARP9, der eine kauft sie sich in dem Shop, der andere kauft sie sich in dem Shop. So, beide selben Akku reingeballert, fangen zum Spielen an, meine ist viel langsamer. Ja, Motor raus, der eine hat einen Ifrit drin, die andere ARP hat bloß einen 18K Motor drin. Also es ist irgendwie, wisst ihr, genauso die eine TR16 hat einen Pisten mit Stahlzähnen drin, die andere TR16 beim nächsten Shop hat bloß eine mit Plastikzähnen drin. Und es wird nirgendwo richtig kommuniziert. Kein Shop gibt 100% an, was ist jetzt genau drin. Und das finde ich ein kleines bisschen schade, wo man bei G&G etwas Verbesserungspotenzial, wo ich ein bisschen Verbesserungspotenzial sehe. Denn wie gesagt, man weiß nie, was wirklich drin ist. Das sieht man letztendlich nur, wenn man das Ding kauft hat und das erste Mal aufmacht. Und dann ist meistens die Garantie oder die Gewährleistung flöten gegangen. Wie gesagt, ein bisschen aufpassen, vorher informieren, mehrere Reviews einmal schauen. Und wenn ihr dann ein Review schaut, keine Ahnung, von 3 unterschiedlichen YouTube-Kanälen, und ihr seht schon, da sind unterschiedliche Komponenten drin. Dann könnt ihr euch schon mal nicht sicher sein, was ihr jetzt letztendlich bekommt. Seht ihr jetzt 2-mal oder 3-mal das Gleiche, dann könnt ihr euch sicher sein, definitiv. Aber wie gesagt, schon ein paar Mal vorgekommen, dass gleiches Modell unterschiedliche Komponenten drin hatte. Warum? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall G&G brauchbar, Verarbeitungsqualität super, ETU drin, Motor, Ifrit, brauchbar, macht man meiner Meinung nach nichts falsch damit.
So Leute, jetzt machen wir weiter. Auf Platz Nummer 2 ist einmal die aktuelle E&C-Serie gelandet. Bedeutet hier in der Generation 4. So, habe ich euch am Anfang gesagt, ich habe mir jetzt hier eine vom Kollegen besorgt gestern. Der hat sie sich jetzt letzte Woche erst gegönnt. Dementsprechend niegelnagelneu. Aktuelles MK18 Modell aus dem Hause E&C und hat letztendlich alles drin, was man sich wünscht. Hätten sie jetzt noch ein 13.1 Gearset drin, hätte ich gesagt perfekt. Aber leider nein. Bedeutet hier weiterentwickelt, wir hatten Generation 1, 2 bis 3 habe ich euch dann ein Video gemacht. Generation 4 ist letztendlich Bucking und Tension noch getauscht worden von Begadi. Habe ich jetzt keinen Sinn drin gesehen, jetzt da extra nochmal Zeit zu investieren, extra nochmal ein Video zu machen. Aber wie gesagt, Generation 4 ist jetzt eben noch ein Begadi Fly Bucking drin und ein passender Tensioner dazu. Und bei den SMR-Modellen, SMR16-Modellen, da gibt es jetzt auch eine 7 Zoll Version und da ist ein Schalldämpfer jetzt auch noch mit drin. So, das hört sich alles immer so super an, aber entsprechend ist diese E&C-Serie, auch wie vorhin schon angesprochen, sehr, sehr teuer geworden. Bedeutet, wo man noch bei Generation 1 oder 2 noch so um die 330, vielleicht auch 320, 380 Euro bekommen hat, legt man jetzt für eine Generation 4, je nach Modell, mittlerweile 460 bis 500 Euro auf den Tisch. Bedeutet, wollt ihr jetzt eine SMR16 haben in der langen Version mit Schalldämpfer und den ganzen Features, zahlt ihr mittlerweile 500 Euro. Und das ist eine Ansage. Aber man muss auch dazu sagen, man bekommt wirklich einen Top- oder ein Top AR15 Modell out of the box. So, kleines Beispiel, oder viele werden es wahrscheinlich schon kennen. Klar, Federschnellwechselsystem wie bei Syma auch direkt über die Buffertube möglich. Bedeutet hier einfach Castle-Nut anlösen, Buffertube reindrücken, weg, zack. Könnt ihr einfach hinten Spring Guide mit der Hand einmal rausschrauben. Könnt also unheimlich schnell das Modell für euer Spielfeld einmal einstellen, was die Energie angeht. Dann ebenfalls natürlich EFCS MOSFET ist drin, die Internals sind gut. Gears sind, wie gerade schon gesagt, sind gesintert, Standard 18:1 wie bei Specna Arms. Da hätten sie vielleicht noch ein Silverline Gearset mit 13.1 reinbauen können. Das wäre noch die Creme de la Creme gewesen. Ansonsten, die Gears sind in Ordnung, Standard Gears und es ist ein Speed Trigger dran. Bedeutet, ihr könnt den Abzug über so einen kleinen Gewindestift hier unten drin einmal einstellen. Und wenn der herschaut, jetzt wir könnten noch ein bisschen knapper einstellen, aber jetzt in der Sicherung, dann einmal auf Feuer und dann seid ihr direkt hier einmal am Mikrotaster dran. Also ihr könnt hier den Abzug entsprechend etwas, ja, oder relativ knapp über so einen Gewindestift einmal justieren. Dementsprechend den Abzugsweg einmal minimieren. Ist auch nur bei der Generation 3 und bei der Generation 4 einmal möglich. Bei den alten ging das noch nicht. Dann natürlich auch hier Super High Torque 30 kW Motor einmal drin. Ultra viel Platz für einmal für den Akku hinten drin. Wie gesagt, packt er 2051 mAh rein, 11,1 Volt. Ja, könnt ihr den ganzen Tag damit spielen. Und warum auch der Philipp sich das Modell gekauft hat, ihr seht auch jetzt bei dieser neuen Generation 4 hat sich der Farbton von dem Vorderschaft geändert. Der ist jetzt eher in so einem graubraun gehalten wie bei der Marui auch. Also nicht mehr dieses Tan, wie man es von früher noch einmal kannte. Generation 1, Generation 2 und Generation 3 glaube ich auch, sondern hier jetzt eben in diesem wunderschönen Daniel Defense, braun-grau, whatever. Also wirklich richtig, richtig schöne Modelle und natürlich auch komplett beidseitig nutzbar. Bedeutet auch die MK18, die im Original nicht mal beidseitig wäre, ist hier einmal komplett beidseitig nutzbar. Bedeutet, ihr habt ganz normal euren Feuerwahlhebel auf beiden Seiten. Läuft richtig, richtig anständig. Und auch der Magazinauswurf ist erstmal auf der Seite hier ein bisschen so erweitert. Ja, hier so eine Druckplatte einmal dran, wunderschön zu erreichen. Und auf der gegenüberliegenden Seite ebenfalls mit Funktion. Also komplett Ambidex. Speed Trigger mit drin, Super High Torque Motor. Hop-Up ist wie gesagt Begadi Fly drin, bedeutet 0,3, 0,32 Gramm, out of the box, kein Problem. Verarbeitungsqualität stimmt, Optik stimmt, Haptik stimmt. Ja, was will man mehr? Aber wie gesagt, tolle tolle Serie, aber deutlich teurer geworden die letzten Jahre. Muss man, klar, man kann nicht alles haben für Mau oder sowas. Ein bisschen schade, dass man halt jetzt die älteren Modelle nicht mehr wirklich herbekommt. Bedeutet, wenn man jetzt eine E&C haben möchte, dann bekommt man halt nur noch die aktuellen Generationen. Bisschen schade, wie gesagt, aber brauchbar definitiv auf Platz 2. Ich hätte sie, wie gesagt, vielleicht sogar auf Platz 1 gesetzt, weiß ich noch nicht. 13.1 Gearset rein, fertig, dann hat sich die Sache erledigt. Also tolle Modelle, ja,
würde ich zustimmen, sehr hoch angesiedelt in diesem Ranking. So Leute, auf Platz Nummer 1, der Platzhirsch in den letzten Jahren, seitdem das Ding einmal released worden ist, mit weitem einmal von der Community gewählt worden, die Begadi Nova bzw. Syma CM097 Platinum, aber halt hier als Nova in der geupdateten Version. Bedeutet auch hier Begadi Core EFCS MOSFET einmal drin, ihr habt das Federschnellwechselsystem direkt einmal über die Buffer-Tube, geschwind aufschrauben, reindrücken, können in 2-3 Minuten andere Feder einmal reinmachen, unheimlich haltbare und gut konstruierte Gearbox-Shell einmal drin und natürlich von der Zyklenzeit out of the box immer noch, ich glaube, das schnellste Modell. Natürlich, es ist ein 13:1er Highspeed-Gearset drin verbaut mit einem 12-Zahn-Stroke und einem super High-Torque-Motor. Also wenn das nicht schnell wäre, dann weiß ich auch nicht. Und wie gesagt, Zyklenzeit out of the box, da kommt keine andere Knifte eigentlich ran. Aber natürlich aufgrund des Strokes braucht man erstmal für mehr Energie sehr starke Federn. Bedeutet, hier ist man schon bei einer 140er Feder out of the box, da die Feder eben nicht komplett gespannt wird. Bedeutet, um an die 2 Joule Grenze ranzukommen, braucht man 150er Feder. Das hört sich viel an, aber wie gesagt, wenn ihr den Stroke mal abzieht, dann kommt er ungefähr auf eine 130er letztendlich, was das Ding wirklich aufzieht. Aber auch aufgrund des Strokes, habe ich euch damals im Review auch gesagt, eigentlich nur die kürzeren Varianten eigentlich interessant. Die bis 200, was haben die Lauflängen? Ich weiß es nicht auswendig, ich glaube 285, 290 mm. Das ist mit dem 12-Zahn Stroke Gearset ist es vollkommen in Ordnung, auch wenn ihr 0,3 oder 0,2er 30 Gramm spielen wollt. Aber die lange Version zum Beispiel, die ist mit dem 12-Zahn Stroke, hat sie nicht genügend Volumen. Also da braucht ihr noch nicht anfangen und 0,3er zu spielen. Da braucht ihr dann ein Gearset mit 16 Zähne, damit ihr mehr Hub nutzen könnt. Und einen anderen Zylinder vielleicht noch. Aber wie gesagt, ultra schnell, super High-Torque-Motor drin, Federschnellwechselsystem. Es ist eigentlich auch alles drin, was man sich wünscht. Warum ich dieses Modell vielleicht nicht unbedingt noch auf Nummer 1 gewählt hätte, sind vielleicht ein paar persönliche Sachen, aber zum Beispiel die Nova ist im Vergleich zu der gerade gesehenen E&C nicht beidseitig nutzbar. Also ich habe ganz normal Feuerwahlhebel nur vom Schützenaus auf der linken Seite und auch der Magazinauswurf ist standardmäßig auch nur vom Schützenaus auf der rechten Seite erreichbar. Ich habe jetzt zwar hier schon einen anderen reingebaut gestern, so einen neuen von Begadi, aber standardmäßig ist das auch nicht. Und wie im Review damals auch schon gesagt, das Hop-Up-System, so wie die Waffe kommt, ist eigentlich auch Murks. Bedeutet, ihr seid auch hier wieder genötigt eigentlich, eine bessere Hop-Up-Kammer, ein besseres Bucking, einen besseren Tensioner einmal zu installieren. Und da könnt ihr euch natürlich entscheiden, wollt ihr jetzt hergehen und wollt günstig bleiben, ja dann könnt ihr eine Standard-Syma Hop-Up-Kammer bei Begadi erwerben, kostet 14 €, zum Beispiel aus der BR10 die Kunststoff, ein Fly 5 in Short reinmachen, dann seid ihr ungefähr für das ganze Hop-Up-System bei 30 € ungefähr, circa geschätzt, also ungefähr 30 € und das ist in Ordnung. Ihr könnt aber natürlich auch hergehen und könnt einen Neptune reinmachen, könnt einen Regular Fly reinmachen oder einen MAG oder einen Maple Leaf oder whatever. Und dann wird es halt wieder teurer. Was man aber auch sagen muss, diese Nova ist vom Preis zwar minimals hochgegangen, aber immer noch im Vergleich zu anderen relativ stabil. Bedeutet, ihr bekommt diese Novas immer noch für 365 bis 380 €. Und wenn ihr das jetzt vergleicht mit den Modellen, die wir vorher angeschaut haben, habt ihr immer noch vom Preis ein bisschen Puffer, um diese Updates durchzuführen. Und wie gesagt, 30 €, da seid ihr noch nicht bei 500. Da seid ihr dann vielleicht bei 410 €. Und selbst wenn ihr euch eine Neptune reinmacht, seid ihr immer noch ein kleines bisschen günstiger wie eine komplett abgedatete E&C zum Beispiel, die MK18. Also ja, immer noch ein gutes Modell, aber für einen reinen Einsteiger, der das Ding einfach nur sich kauft und damit sofort spielen möchte, der muss entweder die Updates selber machen oder die Updates von Begadi durchführen lassen. Und dadurch wird das Modell eben auch ein kleines bisschen teurer und das sollte man meiner Meinung nach nicht außer Acht lassen. Deswegen finde ich zum Beispiel diese Generation 4 von der E&C, finde ich jetzt für jemanden, der nicht noch da reinstecken und das machen will, sondern einfach nur auspacken und spielen. Da finde ich zum Beispiel diese E&C, die E&C Gen 4 finde ich da attraktiver. Aber wie gesagt, ihr habt gesprochen, ihr findet die Nova geil, ich finde sie auch geil, aber man muss gewisse Updates leider durchführen oder durchführen lassen. So Leute,
das soll es gewesen sein. Wie gesagt, Community Vote Top 10 SAEGs AR15 Modelle Jahr 2022. Ich werde versuchen, solche Videos noch häufiger zu machen. Auch nächstes Video soll dann einmal Backups werden, also Top 10 Backups, GBB-Bereich zum Beispiel. Wie gesagt, schauen wir einfach mal, dass wir immer wieder mal solche, ja, so eine kleine Bestenliste einfach mal veröffentlichen, dass wir für jedes Jahr mal eine haben. Schaden kann es, glaube ich, nicht. Da könnte man sich viele Fragen oder viele Antworten einmal sparen damit. Okay Leute, habt ihr jetzt noch Fragen? Ist irgendwas offen geblieben? Jederzeit einmal Kommentarfeld nutzen. Seht ihr vielleicht irgendwas komplett anders? Hättet ihr vielleicht irgendein ganz anderes Modell auf Platz eingestellt? Auch dann jederzeit eure Meinung. Rein damit. Unten alles Kommentarfeld. Freigegeben zum Abschluss das Kommentarfeld. Also Leute, ich bedanke mich wie immer recht herzlich, dass ihr dabei wart. Wenn es gefallen hat, vielleicht Like, Abo und eine Mitgliedschaft auf Patreon dalassen. Würde mich mega drüber freuen. Wir sehen uns nächste Woche zum nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.